Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für überbackene Zwiebelschnitzel. Dafür als erstes 4 Zwiebeln abziehen, anschließend in nicht zu dünne Streifen schneiden. Als nächstes kümmern wir uns um das Schnitzelfleisch. Ich verwende hier Schweinerücken, insgesamt 800 Gramm. Alternativ könnt ihr aber auch beispielsweise Fleisch aus der Oberschale nehmen, Hähnchen- oder Putenfleisch wäre ebenfalls möglich. Das Fleisch in 4 gleich große Stücke schneiden und dann nacheinander zwischen 2 Bögen Frischhaltefolie einschlagen und mit einem Fleischklopfer, Plattiereisen oder einer kleinen Pfanne leicht flach klopfen, bis sich die Fleischoberfläche deutlich vergrößert hat. Wenn das erledigt ist, das Fleisch von beiden Seiten großzügig mit einer Prise Salz und Pfeffer würzen und danach können wir die Schnitzel auch schon panieren. Dafür habe ich hier 3 Schalen bereitgestellt. In eine Schale kommt Mehl, etwa 50 Gramm, in die zweite Schale ein großes Ei, das Ei mit einer Gabel etwas verquirlen und zum Schluss eine Schale mit etwa 100 Gramm Paniermehl, außerdem einem gehäuften Teelöffel Paprikapulver, alles einmal gut vermischen und dann die Schnitzel nacheinander zunächst im Mehl wenden, überschüssiges Mehl etwas abklopfen, von beiden Seiten durch das verquirlte Ei ziehen, das Ei etwas abtropfen lassen und zum Schluss mehrmals im Paniermehl wenden, bis das Fleisch von beiden Seiten komplett mit Paniermehl bedeckt ist. Das Ganze für die restlichen Schnitzel wiederholen, dann die 4 Schnitzel auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen, mit reichlich Öl beträufeln. Ich habe hier Rapsöl verwendet und anschließend für 10 bis 12 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Backofen schieben. Während die Schnitzel im Ofen sind, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, die Zwiebeln in die Pfanne geben und dann für ca. 10 Minuten bei mittlerer Hitze goldgelb anschwitzen, dabei immer mal wieder umrühren. Nach etwa 12 Minuten die Schnitzel aus dem Backofen holen. So sehen sie dann aus. Jetzt alle Schnitzel mit einer ordentlichen Portion Zwiebeln belegen. Alles nochmals mit etwas Salz sowie frisch gemahlenem Pfeffer würzen und zum Schluss mit geriebenem Käse bestreuen. So kommt das Backblech jetzt zurück in den Backofen, diesmal relativ weit oben mit angeschalteter Grillfunktion, so lange bis der Käse goldbraun und schön geschmolzen ist. Die fertigen Zwiebelschnitzel anschließend aus dem Ofen holen, so sehen sie dann aus, der Käse schön geschmolzen und die Schnitzel goldbraun und knusprig. Die Zwiebelschnitzel jetzt auf Tellern verteilen. Bei mir gibt es dazu Pommes. Zum Schluss für die Optik noch etwas gehackte Petersilie. Und dann wünsche ich einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.